Das ist ein Mercedes W124 200e aus Italien in einem beeindruckenden Zustand. Rostfrei, top gepflegt und ein echter Hingucker. Doch lohnen sich solche Importe wirklich? Wir werden uns deshalb dieses Auto im Detail anschauen und beantworten gleich diese Frage. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ein ganz besonderes Fahrzeug vorbereitet, diesen Mercedes W124 200e, Baujahr 1990, ursprünglich aus Italien. Der Wagen wurde nach Deutschland importiert und zugelassen. Kurze Zeit später hat ihn mein Kumpel gekauft und möchte, dass ich jetzt den Kauf objektiv bewerte. Wir werfen deshalb einen ganz genauen Blick auf dieses Fahrzeug. Wie ist der Lack? Wie sieht das Interieur aus? Wie läuft der Motor nach über 30 Jahren und in welchem Zustand befindet sich die Karosserie? Um diese Frage beantworten zu können, werden wir gleich diesen Klassiker genau unter die Lupe nehmen und am Ende sprechen wir darüber, was dieses Auto gekostet hat und ob sich solche Importe lohnen. Aber erstmal stelle ich dir den Wagen kurz vor. Der Wagen aus dem Baujahr 1990 wurde, wie bereits gesagt, aus Italien importiert und anschließend in Deutschland zugelassen. Ich fange mit dem ersten Eindruck an. Dieser Wagen macht optisch einen sehr guten Eindruck und sieht fast wie ein Jahreswagen aus. Doch ist es wirklich so oder täuscht der erste Eindruck? Wir machen deshalb jetzt den Rostcheck und schauen uns die Karosserie und den Lack an. Beide Kotflügel sind rostfrei, außerdem sind sie original, deshalb sehen die Spaltmaße perfekt aus. Wie man nachgebaute Kotflügel erkennen kann und welche Probleme sie verursachen, erfährst du in diesem Video, das ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Weiter geht's mit den Türen. Sie schließen perfekt, schau dir das an. Außerdem kann man hier keine Rostspuren feststellen. Die Flecken, die man hier sieht, das sind die Reste von der alten Hohlraumversiegelung. Das ist schon mal aber ein gutes Zeichen, das bedeutet, dass der Wagen gepflegt wurde. Aber man könnte sie wieder bei der Gelegenheit erneuern. Jetzt der hintere Bereich. Hier ist auch alles im besten Zustand. Die Radläufe sehen schön aus. Ja, sowas sieht man gerne. Die Hinterachsaufnahmen, die problematisch sein können, sehen auf beiden Seiten sehr gut aus. So, jetzt kommen wir aber zu den Wagenheberaufnahmen, die bei diesem Fahrzeug auch gerne Probleme verursachen. Das ist die vordere auf der Fahrerseite, so sieht sie auf der gleichen Seite hinten aus und hier sind wir jetzt auf der Beifahrerseite, vorne und hinten. Sie sehen zwar gut aus, aber der Rostansatz kann sich hier zu einem großen Problem entwickeln. So kann man sie also nicht stehen lassen, ich werde deshalb die Stellen mit Fluidfilm behandeln. Das wird sie erstmal vor der weiteren Rostbildung schützen. So sieht das jetzt viel besser aus. Was aber nicht gut aussieht, ist die Stoßstange. Hier sieht man den Abstand. Ich messe fast 15 mm auf beiden Seiten. Das ist definitiv zu viel. Die Stoßstange wurde also schon mal abgebaut und anschließend nicht richtig montiert. Das muss noch unbedingt korrigiert werden. Ansonsten ist der Zustand der Stoßstange nicht schlecht. Rechts sieht sie perfekt aus, links hat sie leichte Kampfspuren. Dafür aber ist die vordere Stoßstange unbeschädigt, sie hat aber eine nicht originale Aufprallleiste. Es ist an dieser Stelle deutlich sichtbar. China lässt also grüßen. Weiter geht's mit den Außenspiegel, sie machen auch einen guten Eindruck, nur an dieser Stelle gibt es einen kleinen Lackschaden. Ja, und ansonsten macht die Karosserie einen sehr guten Eindruck und bestätigt die Theorie, dass Fahrzeuge aus Italien selten Probleme mit dem Rost haben. Und wie sieht der Lack aus? Auf den ersten Blick macht er wirklich guten Eindruck. Es liegt aber daran, dass er bereits vor kurzem aufbereitet wurde. Aber er ist von der Perfektion trotzdem noch weit entfernt. Und sowas wie zum Beispiel hier und hier hätte der Aufbereiter eigentlich sehen und beseitigen müssen. Und an dieser Stelle hat er vergessen, den Bereich richtig abzukleben.
so dass der Lacknebel an dieser Stelle eine raue Fläche erzeugen konnte. Trotzdem muss man aber fairerweise sagen, dass der Lack wirklich nicht schlecht ist. Jetzt schauen wir uns die Dichtungen an. Bei älteren Fahrzeugen schwächeln sie sehr oft, hier sind sie aber noch im guten Zustand. Jetzt noch ein kurzer Blick in den Kofferraum. Hier ist auch alles in Ordnung und die Dichtung ist sogar neu. Weiter geht's mit der Kühlermaske. An dieser Stelle habe ich einen Schönheitsfehler entdeckt. Hier sehen wir eine beschädigte Chromleiste. Zum Glück kann man sie sehr leicht austauschen. Den Rest kann man polieren und dann wird sie wieder schick aussehen. Geeignete Pflegemittel habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt die Scheinwerfer und Blinker. Original von Bosch, ohne Risse und Beschädigungen, machen guten Eindruck. Weiter geht's mit den Reifen und Felgen. Es steht gerade auf Stahlfelgen mit Winterreifen, die neuwertig sind. Und hier sieht man es, Kalenderwoche 34 aus dem Jahr 2024. Ansonsten hat er noch die originalen 8-Loch Aluminiumfelgen. Und bei der Gelegenheit messen wir noch die Fahrwerkshöhe. Vorne 36 cm und hinten 38,5 cm. Das entspricht den Originalwerten. Aber was nicht dem Originalzustand entspricht, sind die fehlenden Abdeckungen an der Hinterachse. Sie fehlen auf beiden Seiten. Also, so sieht er von außen aus und jetzt schauen wir uns den Innenraum an. Hier sieht man immer, wie das Auto behandelt wurde. In diesem Fall ist es eindeutig, liebevoll und schonend. Die Sitze sehen wie neu aus, selbst der kritische Bereich an dem Fahrersitz zeigt keine Schwächen. Aber nicht nur die Sitze sind top. Auch der gesamte Innenraum ist in einem sehr guten Zustand. Das Armaturenbrett hat keine Risse, die Türverkleidungen machen einen sehr guten Eindruck. Die Teppiche sind sauber und unbeschädigt. Aber das Holz zeigt leider die Spuren der Zeit. Genau das gleiche betrifft die Zierleisten am Einstieg. Diese lassen sich aber zum Glück sehr einfach und kostengünstig ersetzen. Den Produktlink findest du in der Videobeschreibung. So, jetzt haben wir noch die elektrischen Fensterheber vorn, die problemlos funktionieren. Die seltene automatische Klimaanlage funktioniert leider nicht. Und das Radio ist nicht original. Hier gibt es also noch Handlungsbedarf. Nun zu dem Kilometerstand, den sehen wir hier, fast 86.000 Kilometer. Leider sind aber die Fahrzeugunterlagen nicht vollständig, deshalb kann er nicht hundertprozentig nachgewiesen werden. Deshalb werden wir uns jetzt die Stellen angucken, die den Hinweis auf den echten Kilometerstand geben können. Der Fahrersitz zeigt keine Auffälligkeiten. Der Schaltknauf wurde vor kurzem ausgetauscht, aber der Originale ist noch zum Glück vorhanden. Der Verschleiß ist hier zwar deutlich erkennbar, ist aber nicht tragisch. Weiter geht's mit dem Lenkrad. Es hat keine nennenswerte Abnutzung. Was aber etwas auffällig ist, ist der Verschleiß am Kupplungspedal und die Beschädigung im Bereich des Tachos, die den Hinweis auf einen eventuellen Ausbau geben können. Außerdem, das fällt mir gerade auf, die Abdeckung ist hier auch nicht richtig montiert. Wenn man das alles objektiv bewertet, kann man sagen, dass der Kilometerstand wahrscheinlich nicht stimmt. Der tatsächliche Kilometerstand wird aber auf jeden Fall nicht deutlich höher sein. So, jetzt aber zu dem Motorraum. Wir werden uns als erstes den Ölstand anschauen. Er ist in Ordnung, das Öl ist sauber, hier kann man also nicht meckern. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Öl im Lenkgetriebe. Es sieht nicht ganz so gut aus. Hier wäre deshalb in der nächsten Zeit ein Ölwechsel nicht verkehrt. Ansonsten der Rest wie die Bremsflüssigkeit, das Kühlwasser, die Leitungen und Schläuche sind noch gut in Form. Was nicht ganz so schön aussieht, ist die Abdeckung der Zündkabel. Ein weiterer Schönheitsfehler befindet sich hier in der Ecke. Hier haben wir zwei Löcher, die hier nichts zu suchen haben. Zusätzlich fangen sie noch an zu rosten. Also, wir machen eine schnelle Rettungsaktion und versiegeln diese Stelle mit Fluidfilm. Es muss aber mittelfristig unbedingt verschlossen werden. Der hört sich wirklich gut an. Hier gibt es also nichts zum Kritisieren. Auf der Straße verhält er sich auch sehr gut.
Das hat unter anderem dieser Beschleunigungstest bewiesen. Das Video habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Die Bremsen funktionieren sehr gut, sie sollen angeblich neu sein. Die Bremsscheiben sagen aber was anderes. Das ist die vordere und die hintere Bremsscheibe. Bei beiden sieht man deutlich, dass sie einen leichten Rand haben, sind also auf jeden Fall schon eine Weile im Einsatz. Aber sie funktionieren trotzdem erstaunlich sehr gut. Jetzt schauen wir uns den Unterboden an. Alles ist sauber und wurde in der Vergangenheit auf jeden Fall mit einer Schutzschicht versehen. Diese befindet sich noch in einem akzeptablen Zustand, könnte aber demnächst erneuert werden. Vor allem, wenn der Wagen im Winter bewegt werden soll. Bei der Gelegenheit ist es zu empfehlen, die Bremsleitungen mit Wachs oder Seilfett zu benetzen. Hier kann man schon die ersten Verschleißspuren erkennen. Es ist aber nicht kritisch. Was weniger schön ist, ist der unvollständige Halter. Ansonsten kann man an dieser Stelle nicht viel kritisieren. Jetzt kommt noch das Endoskop zum Einsatz. Damit schauen wir uns alle Hohlräume an. Angeblich wurden sie vor kurzem versiegelt. Ich fange mit der Motorhaube an. Sie sieht nicht schlecht aus, aber das alles ist alt. Hier wurde definitiv nichts erneuert. Jetzt der Längsträger. Hier das gleiche Bild. Alles in Ordnung, aber keine neue Versiegelung sichtbar. Den Schweller sparen wir uns. Nachdem wir die Wagenheberaufnahmen gesehen haben, kann man hier keine Wunder erwarten. Sollte der Wagen im Ganzjahresbetrieb genutzt werden, ist auf jeden Fall eine neue Hohlraumversiegelung notwendig. Also, was ist mein Fazit? Dieser W124 ist ein echtes Schmuckstück. Aber was hat er gekostet? Diese Frage werde ich gleich beantworten, aber ich möchte dich vorher bitten, dass du deine Preisschätzung in die Kommentare schreibst. Und hier noch ein paar Aufnahmen, die dir bei der Preisschätzung helfen sollen. So, jetzt aber zur Sache. Der Wagen hat 5.300 € gekostet. Aus meiner Sicht hat sich in diesem Fall der Import gelohnt. Und was sagst du? Würdest du dir so einen Italien-Import holen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir mit dem Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.